Die Innenstadt von Leipzig ist von Grünanlagen und einem breiten Straßenring umgeben. Da sie völlig autofrei ist, eignet sie sich hervorragend für eine Erkundung zu Fuß. Hierfür starten wir am Richard-Wagner-Platz im Nordwesten der Altstadt. Vorbei an vielen sehenswerten Gebäuden geht es am Brühl entlang zunächst in Richtung Nikolaistraße. Der Nikolaikirchhof zwischen Nikolaikirche und Alter Nikolaischule ist unser erstes Zwischenziel. 3 Kunstbrunnen, von den Leipzigern liebevoll auch Pusteblumen genannt, zieren den Richard-Wagner-Platz. Reizvoll begegnen sich hier moderne und traditionelle Baustile. Wenig später begegnen wir dem Romanus-Haus, einem der sehenswert renovierten Leipziger Handelshäuser im Barockstil. In interessantem Kontrast hierzu steht eine Fassadenmalerei des Leipziger Künstlers Michael Fischer zur Erinnerung an die friedliche Revolution. Der gemütliche Bummel durch die Altstadt setzt sich nun entlang der Nikolaistraße fort. Von besonderem Interesse ist hier die alte Nikolaischule, die heute als Museum eingerichtet ist und viele bedeutende Schüler beherbergte. Nicht weniger sehenswert sind weitere historische Gebäude rund um den Nikolaikirchhof. (1989) wurde die direkt gegenüber befindliche Nikolaikirche zum Ausgangspunkt der friedlichen Revolution. Das Phänomen der wöchentlich stattfindenden Friedensgebete nahm hier seinen Anfang. Von der Nikolaikirche geht es nun durch eine der bekannten Leipziger Passagen, den Speckshof, zum sogenannten Naschmarkt. Hier blicken wir auf Goethe-Denkmal und Alte Börse, bevor wir mit dem Leipziger Markt und dem Alten Rathaus das Herz der Stadt erreichen. Leipzig verfügt über ein in Europa einzigartiges System von historischen Höfen und Passagen. Der Speckshof ist die älteste noch erhaltene Ladenpassage der Stadt. Hier trifft der Glanz der Vergangenheit auf den Komfort der Gegenwart. Im Außenbereich fällt unser Blick auf das ehemalige Geschäftshaus der Firma Riquet, welches zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand. Am Naschmarkt erinnert ein Denkmal an Johann Wolfgang Goethe, der 3 Jahre lang in Leipzig studierte. Dahinter befindet sich vor der Kulisse des Alten Rathauses die Alte Börse, der älteste Barockbau der Stadt. Danach schlendern wir über den imposanten Marktplatz, dessen Ostseite vom Alten Rathaus dominiert wird. Es zählt zu den bedeutendsten deutschen Profanbauten der Renaissance. Die astronomische Uhr an der Westseite des Turms wurde im Jahr 2018 aufwendig restauriert. Vom Marktplatz aus begeben wir uns nun direkt in die Mädlerpassage, in der sich der berühmte Auerbachs Keller befindet. Danach setzen wir den Weg über die Peterstraße fort, durchqueren den modernen Petersbogen, um anschließend einen Blick auf das monumentale neue Rathaus der Stadt zu werfen. In der südlich des Marktes gelegenen Grimmaischen Straße befindet sich der Eingang in die prachtvolle Mädlerpassage, die auch als Heimat des geschichtsträchtigen Gasthofes Auerbachs Keller einen hohen Bekanntheitsgrad genießt. Das zweitälteste Lokal der Stadt lockte schon Johann Wolfgang von Goethe an, der ihm in seinem Faust ein Denkmal setzte. Auch in anderen Bereichen der eleganten Passage profitiert man von der Bekanntheit des deutschen Dichters.
Durch die moderne Petersbogenpassage erreicht man schließlich den Burgplatz, von wo aus sich ein imposanter Ausblick auf das neue Rathaus der Stadt eröffnet. Der 115 Meter hohe Turm des riesigen Gebäudeensembles gilt als der höchste Rathausturm Deutschlands und ist gleichzeitig das Wahrzeichen der Stadt. Unser Rundgang durch die Stadt Leipzig führt uns nunmehr über die Burgstraße zur Thomaskirche. Nach deren Besichtigung zieht es uns in die Kneipenmeile Drallevatsch, wo wir uns im schönen Bartelshof zum Abschluss des ersten Besuchstags eine deftige sächsische Mahlzeit gönnen. Neben der Nikolaikirche ist die Thomaskirche eine der beiden Hauptkirchen der Stadt und als Wirkungsstätte Johann Sebastian Bachs und des Thomanerchores weltweit bekannt. Von 1723 bis 1750 leitete Johann Sebastian Bach als Kantor den Chor. Die Sauerorgel aus dem 19. Jahrhundert wurde im Jahre 2000 durch eine Bachorgel ergänzt, die maßgeblich der Wiedergabe der Orgelwerke des großen Komponisten dient. Auch die Kirchenfenster würdigen das Erbe Johann Sebastian Bachs. Etwas weiter nördlich beginnt das Kneipen- und Szeneviertel Drallevatsch mit einer Vielzahl uriger Einkehrmöglichkeiten. Wir entscheiden uns für den von einem schönen Gebäudekomplex umgebenen Bartelshof. Ein abendlicher Blick aus dem Hotelfenster beendet einen interessanten ersten Besuchstag. Da die Ziele des Folgetages etwas weiter auseinander liegen, beschleunigen wir die einzelnen Etappen mit kurzen Straßenbahnfahrten. Erste Zwischenstation ist der Augustusplatz, wo wir zunächst den schönen Mendebrunnen besichtigen und anschließend dem Panorama-Tower einen Besuch abstatten, um einen optimalen Überblick über die Stadt zu erhalten. Vor dem Hintergrund der Universität ziert Leipzigs größter und schönster Brunnen, der neobarocke Mendebrunnen, den Augustusplatz. Unübersehbar ist hier auch der Panorama-Tower, dessen Spitze sich per Aufzug erreichen lässt. Gegen eine kleine Eintrittsgebühr erhält man von hier aus eine hervorragende Freiluftübersicht über die am Vortag besuchten Bereiche des Stadtkerns. Im Nordwesten der Altstadt zu erkennen ist die riesige Tropenhalle Gondwanaland des Leipziger Zoos, die in einem separaten Beitrag gewürdigt wird. Nach dem ersten aussichtsreichen Erlebnis durchstreifen wir nun den Schillerpark mit seinen schönen Ausblicken auf die Innenstadt und besteigen anschließend wiederum für eine kurze Etappe die Straßenbahn in Richtung Süden. Ein kleiner Fußweg führt uns nun zu dem architektonisch sehenswerten Gebäude des Bundesverwaltungsgerichts. Im Schillerpark ehrt man naturgemäß den Namensgeber des Parks, der 1785 in der Stadt lebte, mit einem angemessenen Denkmal. Naturnahe Ausblicke ergeben sich von hier aus auch auf Teile der Innenstadt. Wenig später stehen wir vor dem imposanten Gebäude des Bundesverwaltungsgerichts, welches allein schon aus architektonischen Gründen unbedingt sehenswert ist. Eine weitere kurze Straßenbahnfahrt bringt uns nun zum sogenannten Feinkostgelände,
ein unter Denkmalschutz stehendes ehemaliges Fabrikgelände, wo sich nunmehr eine anerkannte Künstlerszene etabliert hat. Auch hier hat der Künstler Michael Fischer ein Gebäude nach seinen Vorstellungen verziert. Per Straßenbahn geht es nun wiederum Richtung Stadtzentrum zurück. Hier steigen wir in die U-Bahn um und erreichen nach kurzer Fahrt eine weitere Sehenswürdigkeit der Stadt, den ehemaligen Bayerischen Bahnhof. Von 1842 bis 2001 war der Bahnhof Ausgangspunkt der Strecke nach Hof. Er gilt als der älteste teilweise erhaltene Kopfbahnhof Deutschlands. Besuchenswert ist der Bahnhof jedoch nicht nur wegen seiner Bausubstanz, sondern auch wegen seiner Gastronomie und des wunderbaren Biergartens, wo unser Besuch der Stadt einen würdigen Abschluss findet.